Das Spannende an dem Projekt ist wirklich, dass so viele verschiedene Arten von Bauweisen zusammengreifen und es müssen trotzdem viele Komponenten zusammenspielen, dass das dann auch funktioniert. Ja, das ist schon beeindruckend auch. Ich war eigentlich Bautechniker, so habe ich angefangen, war einem Bauleiter unterstellt und irgendwann kommt man dann in die Lage, dass man sagt, passt, du kriegst dein erstes eigenes Projekt. Ja, und das war jetzt vor ein paar Jahren der Fall und mittlerweile bin ich da in Langenlewan. Ja, wir sind eben im Kasernenareal. Wir beschäftigen sich da mit Erweiterung und auch Neubau von Lagerbereiche, von Büroräumen, auch genauso wie Aufenthaltsräume für das Bundesheer eben. Und das Ganze befindet sich alles rund um einen Hubschrauberhanger. Wir haben verschiedenste Bauweisen, von Betonbauweise bis zur normalen Holzbauweise, auch dann die Hybridbauweise, das was eher was Spezielles ist. Wir haben da ca. 4.500 Quadratmeter Bruttogeschossfläche, mit der sich wir da beschäftigen. Eben, da auf dem Eck haben wir zum Beispiel eben direkt einen Neubau und da haben wir eine Aufstockung. Wir sind in einer Holzbauweise von der Fassade her. Das ist alles in Modulen fertig angekommen und ist jetzt eigentlich in kürzester Zeit eben hingehängt worden. Da fehlen nur mehr die obersten Schichten von der Fassade selbst. Jetzt werden die Fensterbänke montiert, also es geht richtig rasch, der ganze Bauablauf, wie man sieht. Das Wichtigste ist immer beim Holzbau, dass man sofort abdichtet, notabdichtet, damit auf keinen Fall Wasser eindringen kann. Das ist heilig. Die Hubschrauber, die gewohnt man mit der Zeit. Ab und zu fliegt auch mal ein Eurofighter vorbei. Ich glaube, zweimal war es bisher so zur Übung oder so haben. Also ich bin aus dem oberösterreichischen Zentralraum, also ein bisschen weg von Langenlewan und schaue aber, dass ich 1 bis 2 Nächte sowieso in Langenlewan da schlafe. Abseits vom Bau bin ich leidenschaftlicher Musiker seit vielen Jahren. Ich spiele Tuba, nicht nur in Österreich. Und das ist eigentlich auch oft nicht einfach, dass sich das alles handeln lässt. Aber da kann man ganz gut mit meinen Chefidetten reden, damit man da auch an die gewissen Tage frei bekommt, wenn man einfach frei haben will, damit man wo musizieren kann, wo man nicht alle Tage spielt. Ja. Wie man da ganz gut sehen kann, ich sage mal, es gibt keine perfekte Bauweise, sondern es müssen immer verschiedene Bauweisen zusammenspielen, damit man da zu einem nachhaltigen Ergebnis kommt. Und da sieht man ganz gut zum Beispiel, dass da haben wir die Holzhybriddecke und da haben wir Betondecke. Was sicher eine Besonderheit ist, ist auch, dass man immer, wenn wir einen Kran aufstellen, müssen wir um Bewilligung ansuchen, damit es quasi mit den Hubschrauber kein Thema gibt. Was auf alle Fälle auch wichtig ist, ist natürlich die ganze Sicherung von unseren Abfällen, damit das alles gegen Wind und Aufwinde gesichert ist. Für mich persönlich ein sehr herausforderndes Projekt, weil es eben im Bestand immer Überraschungen gibt die ganze Zeit. Aber das ist auch das, was die ganze Arbeit insgesamt spannend macht. Ja? Muss man auf alle Fälle sagen.